Sicherlich gehören Smartphones wie ein Galaxy S21 oder auch Apple iPhone 12 zu den Aushängeschildern der ganz großen Hersteller. Doch Geräte aus der Mittelklasse sind für die Masse bestimmt. So hat Samsung im vergangenen Jahr nicht nur ein erfolgreiches Galaxy A51 gelauncht, sondern auch ein Galaxy A71, was in diesem Jahr durch das Galaxy A72 abgelöst wird. Ich hatte nun die Möglichkeit, das Galaxy A72 für 2 Monate zu testen, hatte dabei die Farben Blau und Schwarz in den Händen und möchte euch in meinem heutigen Video zeigen, wie mir dieses Smartphone nach rund 8 Wochen Nutzung gefallen hat. Mittlerweile dürfte auch der Preis für viele interessanter sein, denn gegenüber der UVP von 450 € kostet es jetzt nur noch um die 380 €. Alles weitere hinsichtlich Akkulaufzeit, Kameraeigenschaften, aber natürlich auch Performance seht ihr in den folgenden Minuten meines Videos. Viel Spaß! Zu Beginn möchte ich erst einmal festhalten, dass das Galaxy A72 kein Winzling oder gar Leichtgewicht ist. Mit Abmessungen von 165 mm in der Höhe, 77,4 in der Breite und 8,4 mm in der Dicke bringt es eine ordentliche Größe und vor allem auch Gewicht auf die Waage. Hintergrund hier dürfte vor allem der sehr großdimensionierte Akku von 5000 mAh sein. Aktuell gibt es das Gerät in den Farben Schwarz, Weiß, Violett und Blau und zu einem Straßenpreis von rund 380 €. Auf der Vorderseite befindet sich Glas, die Rückseite besteht aus mattem und der Rahmen aus hochglänzendem Kunststoff. Generell würde ich die Verarbeitung als gut bezeichnen, wenn sich die Rückseite nicht im mittigen Bereich leicht eindrücken lassen würde. Das ist insgesamt okay, könnte für mich allerdings noch einen Tick besser sein. Auf der rechten Seite gibt es den Ein- und Ausschalter sowie die Lautstärkewippe, wobei bei letzterer definitiv umgegriffen werden muss. Im Fuß des Gerätes befinden sich eine Kopfhörerbuchse zum nativen Anschließen eines Headsets, das Mikrofon für Telefonie, USB-C-Anschluss zum Laden und einer der beiden Lautsprecher. Ein zweiter Lautsprecher sitzt fast unsichtbar zwischen Displayglas und oberem Gehäuserahmen. Schaut man dann direkt auf die Oberseite, so findet sich ein zweites Mikrofon für aktive Geräuschunterdrückung und der Slot für 2 Nano-SIM, respektive einer Nano-SIM und Micro-SD-Kartenerweiterung. Das Gehäuse des A72 ist nach IP67 zertifiziert, sodass es nicht nur staubdicht ist, sondern auch Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen im Wasser bietet. Im Inneren verbaut Samsung den Snapdragon 720G, 6 GB Arbeitsspeicher und 128 GB intern. Weiterhin gibt es Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC und LTE-Unterstützung. Der 5000 mAh starke Akku kann mittels eines beiliegenden 25 Watt Netzteils aufgeladen werden, Wireless Charging ist jedoch nicht möglich. Der Fingerabdrucksensor im A72 ist optischer Natur und liefert zufriedenstellende Ergebnisse. In 8 von 10 Fällen entsperrt er das Gerät direkt beim ersten Mal, jedoch mit einer leichten Verzögerung und oftmals nicht ganz so sicher wie die Konkurrenz. Die Stereo-Lautsprecher machen hingegen einen deutlich besseren Job und bringen vor allem bei Videos einen wirklich sehr guten Sound mit Dolby Atmos Unterstützung an den Kunden. Auch hier ist die Wiedergabequalität nicht ganz auf einem S21-Niveau, für die Mittelklasse aber schon fast einzigartig. Auch wenn Samsung nicht den für die Mittelklasse besten Prozessor verbaut hat, liefert der Snapdragon 720G ordentliche Ergebnisse ab, sodass man im Alltag beim App-Öffnen, dem Wechsel zwischen Anwendungen oder auch dem Zocken von Spielen meist keine Probleme feststellt. Klar gibt es hier immer wieder noch Unterschiede zu einem S21, die sollte es bei diesem Preisunterschied aber auch immer geben. Für die meisten von euch reicht aber auch die Performance eines A72 vollkommen aus und so könnt ihr nicht nur alle möglichen Social-Media-Apps nutzen, sondern auch aktuelle Spiele zocken. Der Akku ist in meinem Testzeitraum immer ein wahres Monster gewesen, da Laufzeiten von mindestens 1,5 Tagen immer die Regel waren. Geht man etwas sparsamer mit dem Smartphone um, so sind auch Laufzeiten von 2 Tagen absolut kein Problem. Aufgeladen wird es dann mittels 25 Watt Netzteils in ca. 100 Minuten. Das Display besitzt bei einer Diagonalen von 6,7 Zoll eine Auflösung von 2400 x 1080 Bildpunkten und erreicht damit eine errechnete Pixeldichte von 394 ppi. Es basiert auf einem Super AMOLED-Panel, liefert eine Bildwiederholrate von maximal 90 Hz und eine Helligkeit von 800 Nit. Wer schon mal ein Smartphone mit Samsung Display in Nutzung hatte, der weiß ganz genau, dass auch hier wieder ein super Display für die Mittelklasse abgeliefert wurde. Nicht nur die Helligkeit kann überzeugen, sondern auch Schwarz- und Kontrastwerte sowie Blickwinkel sind für diesen Preisbereich zwar nicht einmalig, aber wirklich sehr, sehr gut. Auch gibt es ein Always-On-Display, das euch auf dem Sperrbildschirm Informationen zu Uhrzeit, Wetter, Kalendereinträgen oder auch eingegangene Nachrichten anzeigt. Aufgrund der 90 Hz Bildwiederholrate werden Inhalte vor allem bei Social Media Apps extrem flüssig dargestellt.
Einziger Kritikpunkt von mir: die Ränder rund um das Display hätten für mich deutlich schmaler sein dürfen. Im Bereich der Kamera spendiert Samsung dem A72 auf der Vorderseite eine 32 Megapixel Frontkamera mit f2.2 Blende. Hinten gibt es dann gleich 4 Shooter in Form von einer 64 Megapixel Weitwinkelkamera mit f1.8, 12 Megapixel Ultraweitwinkel, 8 Megapixel Telekamera und 5 Megapixel Makrokamera. Videos können in maximal 4K und 30 FPS aufgenommen werden, eine optische Stabilisierung ist ebenfalls vorhanden. Angefangen bei der Frontkamera haben mir die Ergebnisse im Gesamten nicht so gut gefallen, da sie für mich meist zu detailarm waren, nicht genug Schärfe mitbrachten und insgesamt das Bild zu weich abgestimmt war. Hier habe ich von Samsung schon deutlich bessere Ergebnisse gesehen. Auch wenn ich nicht wirklich ein Fan von Makrokameras im Smartphone bin, so liefert die 5 Megapixel Kamera des A72 dennoch zufriedenstellende Ergebnisse und meist besser als aus anderen Geräten. Aber auch hier muss man beachten, dass die Entfernung zwischen Linse und Objekt die richtige sein muss, damit man einigermaßen gute Ergebnisse bekommt. Die 64 Megapixel Hauptkamera liefert vor allem bei guten Lichtbedingungen wirklich sehr gute Ergebnisse ab, teilweise mit einem schönen Bokeh, guten und naturgetreuen Farben und einem hohen Detailgrad. Aber auch bei Nachtaufnahmen kann die Kamera nicht nur in der Automatik, sondern vor allem im Nachtmodus überzeugen und liefert wirklich gute Ergebnisse ab, die sich nur bedingt von deutlich teureren Smartphones unterscheiden. Hier bekommt man tatsächlich eine Kamera, die jedem gute Bilder an die Hand gibt. Die Ultra-Weitwinkelkamera hingegen ist etwas detailärmer, hat leichte Unschärfen im Randbereich und einen nicht ganz so hohen Dynamikumfang wie die Hauptkamera. Aber auch hier kann sie bei guten Lichtbedingungen überzeugen. Bei Nachtaufnahmen hingegen wird sie deutlich unruhiger und schlechter. Die 8 Megapixel Telekamera macht bis zu einer dreifachen Vergrößerung wirklich gute Fotos. 5-fach sind noch okay, ab 10-fach wird es dann jedoch grenzwertig. Auf letztgenanntem Wert erkennt man zwar immer noch, was man geknipst hat, hier sieht man dann allerdings deutliche Unruhen. Auch wenn nur Videos in 4K und 30 FPS aufgenommen werden können, so sehen Farben und Detailgenauigkeit gut aus, die Stabilisierung könnte jedoch höher sein. Insgesamt und in Anbetracht des Preises von rund 400 € aber noch ein angemessenes Paket. Zum aktuellen Zeitpunkt läuft das Galaxy A72 mit Android 11 und Samsungs One UI Version 3.1. Der Android-Sicherheitspatch ist dabei noch von April 2021. Das könnte besser sein. Entgegen der Top-Modelle gibt es beim A72 kaum Unterschiede, sodass die Oberfläche nicht nur intuitiv bedienbar ist, sondern auch sehr gut personalisiert werden kann. Aufgrund der Systemkomponenten und des verbauten 90 Hz Displays werden die Inhalte meist flüssig und verzögerungsfrei wiedergegeben. Unterm Strich ist für mich das Galaxy A72 ein Smartphone, das ich zum aktuellen Zeitpunkt und Preis absolut empfehlen kann. Nachteile sind sicherlich das große, etwas klobige und schwere Gehäuse, die meiner Meinung nach etwas zu dick geradenen Displayränder und die leicht eindrückbare Rückseite. Ansonsten ist aber alles andere genau auf dem Niveau, was man von einem solchen Smartphone erwartet. Es besitzt eine gute bis teilweise sehr gute Hauptkamera, einen extrem ausdauernden Akku, eine gute bis zufriedenstellende Performance, ein wasserdichtes Gehäuse und ein super Display. Aber auch die Stereo-Lautsprecher konnten mich überzeugen, wobei es lediglich noch beim Fingerabdrucksensor aufgrund der Genauigkeit und Schnelligkeit ein paar Abzüge gibt. Seid ihr bereits im Samsung-Kosmos unterwegs, so ist es auf jeden Fall eine Empfehlung. Aber auch für Neulinge ist es sehr einfach bedienbar und handelbar. Und damit bin ich auch schon am Ende meines Erfahrungsberichtes mit dem Samsung Galaxy A72 nach rund 8 Wochen Nutzung und bedanke mich an dieser Stelle, dass ihr zugeschaut habt. Würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat, ihr einen Kommentar oder auch Like hinterlasst und vor allem auch bei den zukünftigen Videos einschaltet. Bis dahin, macht's gut und ciao.